Kari und Janusz, ni hao. Liebe Grüße aus China. Hallo. Hallo. Hallo, Easy German. Juhu. Hallo. Hallo, Easy German. Hallo. Hallo, Easy German. Hallo. Hallo liebe Leute. Hallo, Easy German. Hallo, liebe Leute. Und ich lerne Deutsch mit einem Buch. Dativ, ja, mit einem Buch. Hallo Leute, ich bin Eliud, ich komme aus Mexiko. Dieser ist mein Hund Milo. Hallo ihr Lieben, herzliche Grüße aus Düsseldorf. Hallo, Easy German. Hallo, Easy German. Ich bin Dagmar Seminario und ich komme aus Peru. Hallo liebe Zuschauer. Vor ein paar Wochen haben wir euch gesagt, dass wir zu Weihnachten 10 Online-Stipendien verlosen für unsere App Seedlang und für unsere Easy German Übungen. Und wir haben euch gebeten, uns eure Videos zu schicken. Und das Ergebnis hat uns wirklich überrascht, denn eure Videos kamen wirklich aus der ganzen Welt. I'm from Thailand. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Kenia. Ich bin Ijo aus China. Ich komme aus Tansania. I'm from Venezuela. Ich komme aus Vietnam. Ich komme aus den USA. Ich bin Santiago und ich komme aus Argentinien. I am from Syria and I'm living now in Germany. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Estland. Ich komme aus Taiwan. Ich komme aus Rumänien. Ich komme aus Boulder, Colorado. Ich komme aus Tirana, Albanien. Ich komme aus Usbekistan. Ich komme aus Namibia. Ich studiere Medizin in Ägypten. Ich bin Martina und ich komme aus Italien. From South Africa, but I was born and raised in Dubai. Ich bin Tomoki und ich komme aus Japan. Indonesia, Ungarn, Sudan, China, Mazedonien, Rumänien, Kolumbien, England, Kosovo, Guadalajara, Mexiko, Los Angeles, California, Brasilien, Istanbul, Türkei. Ich komme aus Hongkong. Ich bin Brasilianer und ich wohne im Bundesstaat Goiás. Ich heiße Anna und ich komme aus Kanada. Kolumbien, Houston, Texas, aus der Ukraine. Ich aus Nigeria. Ich wohne in Melbourne in Australien. Als ich diese ganzen Videos zum ersten Mal gesehen habe, ich muss zugeben, da hatte ich so eine kleine Träne im Auge, denn das hat mich wirklich, wirklich berührt. Denn ja, Janusz und ich und auch alle Menschen, die bei uns im Team arbeiten, wir sind Leute, die wirklich offen sind für die Welt, die gerne reisen und die auch gerne etwas lernen über andere Länder und andere Kulturen. Und gerade deshalb bedeutet uns das auch so viel, dass Menschen in aller Welt mit unseren Videos etwas lernen. Und eine der Sachen, die ich lerne, wenn ich in andere Länder reise und dort Deutschlerner treffe, ist, dass es wirklich so viele unterschiedliche Geschichten gibt und auch unterschiedliche Hürden, Herausforderungen und Motivationen. Und deswegen frage ich immer als erstes die Menschen, die ich treffe, warum lernst du Deutsch? Denn ich möchte diese Geschichten gerne verstehen. Und das haben wir auch euch gefragt. Und ich weiß, dass es so viele unterschiedliche Geschichten gibt. Für manche ist es einfach eine reine Leidenschaft. Für andere ist es vielleicht eine Möglichkeit, einen neuen Beruf auszuüben oder in einem anderen Land zu studieren. Und für wieder andere ist eine Sprache ein Zugang zu einer ganz neuen Welt. Und hier sind die Antworten, die ihr uns geschickt habt. I want to learn German and be really good at German so that when I leave the house I'm not terrified about speaking German or taking risks or, I don't know, like today doing printing, that was terrifying. I just want to feel more confident and I want to feel a part of Berlin. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland Medizin studieren möchte. So I want to study physics, and so I think for me it would be a dream to study in Germany, especially because it's like so great to live there because it has such an amazing culture and language and people. I learned German because German is one of the most beautiful languages in the world. Germany is a very important country for the current world. It also opens the opportunity for me to get a better job, and along with that, the opportunity to better assist my family. Das Problem ist, dass es viele Unterschiede zwischen meiner Muttersprache Indonesisch und Deutsch gibt. Eine neue Sprache ist für mich eine neue Sicht des Lebens. Deshalb möchte ich meine Sprachkenntnisse verbessern. My motivation for learning German is because of my fiance here. Ta-da!
but the most important is being able to communicate with my brother-in-law who's German, which makes it far much more interesting. Yay! Ich hatte Kontakt mit den zwei Deutschen, aber ich konnte nur 3 oder 4 Sätze sagen. Sie haben mir langsam gesprochen, so ich konnte alles verstehen. Und in diesen Momenten, ich wollte nur mein Deutsch verbessern. I always wanted to learn Deutsch, maybe because my family came to Brazil about 100 years ago. My Urgroßvater came from Deutschland. Hello, my name is Olga, this is Bella, and we live in the beautiful city of New Orleans. I want to learn German because I want to study music and architecture in Germany. And my motivation for learning German is my grandfather. He's a native German speaker, and every time I remind him that I'm learning German, it brings him great joy. So thank you for your videos and frohe Weihnacht. Ich möchte wirklich Deutsch lernen, weil ich gerade nach Österreich gezogen bin und ich will mehr über die lokale Kultur zu erfahren. Und ich liebe, wenn ich Deutschunterricht habe, weil für mich Deutsch eine große Herausforderung ist. Meine Motivation zu Deutsch lernen ist, damit möchte ich in Deutschland studieren und arbeite auch. Ich mag Philosophie und viele Philosophen kommen aus Deutschland, zum Beispiel Nietzsche, Freud und Marx. I want to learn German because I want to study music in Germany. Also, I want to belong to the Berlin Philharmonic Orchestra. Als kleines Kind im Kindergarten merkte ich zum ersten Mal, dass manche Leute 2 Sprachen sprechen. Aber ich konnte nur eine Sprache, nur Englisch. Am Anfang habe ich Deutsch gewählt, nur einfach weil Deutsch sehr gut klingt. Und ich wollte unbedingt eine andere Sprache sprechen, und zwar Deutsch. And my plan, and actually one of my biggest dreams, will be to come to your country, to Germany, and work there as a doctor. Last year, I went over on an exchange program for a few weeks, and I made so many German friends, and I would love to be able to talk to them more and connect with them more in their native tongue of German. I want to learn German because when I am older, I want to study aerospace engineering in Germany. Wir freuen uns wirklich, jetzt die 10 Gewinner auszuwählen, die unser Online-Stipendium für 2019 bekommen. Ihr erhaltet ab Januar Zugang zu unseren wöchentlichen Übungen, die wir immer zu Easy German machen, und vor allem zu unserer App Seedling, mit der ihr wirklich strukturiert Deutsch lernen könnt, vom Anfang bis zu einem flüssigen Level. Und wir möchten aber auch alle, die nicht gewonnen haben, nicht entmutigen. Ihr sollt natürlich nicht aufhören, Deutsch zu lernen, denn im Endeffekt hängt es immer von euch selber ab und von eurer eigenen Motivation. Wenn ihr wirklich Deutsch lernen möchtet, dann könnt ihr das mit und ohne Stipendium machen. Und wie ihr wisst, glauben wir auch daran, dass jeder Zugang haben sollte zu Bildung und zu Ressourcen. Also ihr findet bei uns wirklich viele Inhalte, die auch umsonst sind, und auch in der App Seedling sind viele Inhalte umsonst. Probiert es einfach mal aus und vielleicht wollt ihr ja später auch ein Mitglied werden und das ist auch nicht so teuer. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Und jetzt hole ich Janusz, denn ich kann das hier nicht alleine entscheiden. Janusz hilft mir jetzt aus den 250 E-Mails, die wir bekommen haben, einen Gewinner zu ziehen. Ne, 10 Gewinner. Okay. Janusz, Gewinner Nummer 1. Wer ist Gewinner Nummer 1? Lies den Namen laut vor. Der Name ist Stephanie. Juhu. Gewinner Nummer 2. Nilofar. Nilofar. Vielleicht? Yay. Achtung. Und der Gewinner ist Jaffi Halevi. Der 4. Gewinner ist Hafi Sudin. Der nächste Gewinner ist M7 Modino. Es gibt einige Menschen, da konnten wir den Namen nicht lesen, weil er vielleicht in einer anderen Sprache oder Schrift geschrieben ist. Deswegen haben wir die E-Mail. Okay. Gewinner Nummer 5 ist Zhao. Und jetzt Gewinner Nummer 6 ist Himalaya. Himalaya, ein ganzes Gebirge hat gewonnen. Wow. Gewinner Nummer 7 ist Diego.
Gewinner Nummer 8 ist Najiba Murad. Und Gewinner Nummer 9 ist Kalin Khan. Kalin Khan? Vielleicht so geschrieben. Und die letzte Gewinnerin, Janusz, ist Charmaine. Charmaine. Herzlichen Glückwunsch an euch 10. Wir werden euch, sind das 10, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir werden euch ein Video, das sind 11. Wir haben ein zu viel gezogen. Dann müssen wir 11 vergeben. Okay. Wir werden euch eine E-Mail schicken und euch einladen zu einem Skype-Call. Francisco lacht hinter der Kamera, weil er denkt, mit was für Idioten arbeite ich hier eigentlich? Aber hey, dann gibt es halt jetzt 11 Stipendien. Gratulation, Leute. Wir schicken euch eine E-Mail und laden euch ein zu einem Skype-Call mit uns im Januar. Und dann werdet ihr auch ab Januar Zugang erhalten zu Seedlang und zu unseren Übungen. Also freut euch schon mal drauf. Wir werden uns hoffentlich bald sehen und bald sprechen. Wir freuen uns sehr, euch kennenzulernen. Und allen von euch, die mitgemacht haben vor allem, aber auch allen anderen, die unsere Videos schauen, möchten wir ganz frohe Weihnachten wünschen und ein schönes Ende zum Jahr. Natürlich seht ihr noch Videos von uns, auch in diesem Jahr noch. Wir haben noch einiges vorbereitet, aber es ist für uns ein schöner Moment, um euch zu danken für dieses wundervolle Jahr, denn wir hatten wirklich tolle Erfahrungen mit euch in Vietnam, in Japan, in Taiwan, den USA, in Mexiko. Wir haben zum ersten Mal richtig viele von unseren Zuschauern persönlich getroffen. Wir haben das sehr gemocht. Kanada haben wir vergessen. Nicht vergessen. Aber auch in anderen Ländern natürlich, wie in Deutschland und in Polen, haben wir euch getroffen. Danke für all eure Nachrichten, für all euren Support, dass ihr unser Projekt möglich macht. Seit diesem Jahr sind wir eigentlich zum ersten Mal, machen wir das richtig hauptberuflich und haben auch zum ersten Mal Menschen in unserem Team, die mit uns arbeiten. Das alles ist dank euch. Francisco macht gerade so, denn er ist einer der Menschen, die mit uns arbeiten. Vielen Dank an alle von euch und feiert schön über die Feiertage. Bis bald. Ciao. Bye-bye. Came from Deutschland. Er heißt Antonius Carol von der Linde. Bye-bye. Bye-bye.